Bitcoin ist wieder bei über 100.000 $, nachdem uns sehr viele sagten, wir hätten ja das Top im Januar bei knappen 110 bereits gesehen. Bitcoin hatte kurzzeitig Amazon geflippt und war das fünftgrößte Asset der Welt. Wir haben 105.000 $ angekratzt und stehen jetzt gerade bei 104. Die Frage ist natürlich, wie geht das weiter? Deshalb sprechen wir heute darüber, wohin sich Bitcoin sehr wahrscheinlich bewegen wird, warum die nächsten 90 Tage für den gesamten Markt entscheidend sein werden, wie die aktuelle Psychologie des Marktes aussieht, wo wir uns im aktuellen Cycle befinden und auch darüber, wie es um eine weitere Altcoin-Season steht. Nichts von dem, was ich mache, ist jemals Anlage- oder Steuerberatung. Mein Ziel mit diesem Kanal ist, dir die besten Informationen und Daten zur Verfügung zu stellen, die du brauchst, um die für dich besten Entscheidungen zu treffen. Wenn du mich für diese Arbeit unterstützen willst, machst du das am besten, indem du den Kanal abonnierst und einen Like dalässt. Nachdem wir über die letzten Monate seit dem bisherigen All-Time-High im Januar wieder relativ seitwärts gelaufen sind, ist sehr viel passiert. Während wir laut Fear and Greed noch vor einem Monat bei absoluter Angst mit 45 Punkten waren, stehen wir jetzt schon wieder bei Gier und erkennen, wie schnell vor allem im Bullrun der Markt umschlägt. Wir gehen einmal auf die Heatmap des Marktes seit 30 Tagen, denn diese ist vor allem jetzt gerade äußerst interessant. Vor fast genau einem Monat hatten wir den Crash an den Märkten durch die Zollpolitik der USA, der wahrscheinlich als der kürzeste Crash in die Geschichtsbücher eingehen wird. Seitdem hat Ethereum Bitcoin outperformt und steht mit fast 60% im Plus. Bitcoin hat sich sehr gut erholt und steht mit 21% da. Das Chart der letzten 7 Tage ist sogar noch einmal heftiger. Ethereum mehr als 40% im Plus, Solana knappe 20%, Ripple knapp 19% und alle anderen Coins, die dunkelgrün sind mehr als 10% gestiegen. Während wir fast jede Woche von neuen Ankündigungen zu Bitcoin-Reserven hören, immer mehr Unternehmen haben, die Bitcoin auf die eigene Bilanz packen, hatten wir die absolut bulligste Nachricht jetzt erst vor wenigen Tagen, als das Weiße Haus ankündigte, man ist nun zu einer Einigung mit China im Handelsstreit gekommen. Und nicht nur das. Donald Trump ließ verlauten, dass man den Handel mit China vollständig resettet hat, sozusagen nun auf einem fairen Spielfeld von vorne anfängt und auch, dass die chinesische Regierung den gesamten Markt für die USA öffnen. Das war nun sehr wahrscheinlich das letzte Risk-On-Signal, auf das der Markt gewartet hat. Wir wissen zwar, dass speziell im Kryptosektor alles sehr schnell gehen kann und wir jederzeit eine Art weiteres Black Swan-Event haben könnten, aktuell sieht aber alles äußerst gut für uns aus. Wenn wir uns anschauen, wo wir uns im aktuellen Cycle befinden, bin ich der Meinung, wir bewegen uns in Richtung Euphorie. Diesen Rücksetzer nach unten, den wir zwischen der Belief- und Thrill-Phase im Hintergrund sehen, könnte genau der gewesen sein, aus dem wir jetzt gerade herauskommen. Dass wir neue All-Time-Highs sehen werden, ist in meinen Augen nur noch eine Frage der Zeit und die ganzen Zeichen, die wir in den letzten Wochen gesehen haben, lassen mich zu dem Schluss kommen, dass wir innerhalb der nächsten 90 bis 100 Tage in diese Phase der Euphorie kommen. Denn es ist nicht so, dass wir im Zyklus von einem auf den anderen Tag in diese Phasen kommen, das dauert meistens und ist ein Prozess. Und wenn wir das mit den historischen Daten abgleichen, würde das sehr gut zu dem passen, worüber wir bereits sehr oft sprachen, nämlich dass wir zumindest bisher in jedem Cycle das Top ungefähr 500 Tage nach dem Halving sahen. Das letzte Halving war am 20. April 2024, darauf 500 Tage on top und wir landen bei Anfang September 2025. Dass wir nur deshalb das Top sehen, bedeutet das natürlich nicht. Im September werden wir aber bereits sehr weit im Cycle vorangeschritten sein. Wir haben bereits jetzt aktuell mehr als 80% des Bullruns gesehen. Die nächsten 90 Tage werden also sehr wahrscheinlich darüber entscheiden, wie wir den aktuellen Cycle abschließen. Wer plant, Gewinne mitzunehmen, sollte spätestens jetzt eine Exit-Strategie geplant haben und genau wissen, an welchen Marken man wie Gewinne mitnimmt. Wer übrigens noch einmal komplett zu den besten Strategien, was Gewinnmitnahmen betrifft, abgeholt werden möchte, dem empfehle ich das Video hier oben rechts. Und dass wir in die Phase der Euphorie kommen, wird zusätzlich durch die globale Liquidität M2 untermauert. Die Korrelation zwischen Bitcoin und der Geldmenge ist nicht von der Hand zu weisen und das hat bisher ganz speziell im aktuellen Cycle äußerst gut funktioniert. Wir sehen hier eindeutig, dass Bitcoin hier wie ein Uhrwerk der Geldmenge folgt und noch genauer sehen wir das hier. Während wir zu Ende 2024 eine Bodenbildung sahen und das Geldvermögen M2 seitwärts gelaufen ist, hat Bitcoin genau Anfang 2025 den zeitlichen Versatz von ca. 90 Tagen perfekt aufgeholt, zum Wachstum der Geldmenge direkt reagiert, schoss zu einem neuen All-Time-High von knappen 110.000 $ im Januar und fiel dann wieder etwas herunter und verlief seitwärts. Seitdem sehen
sehen wir erneutes Wachstum der Geldmenge. Wenn Bitcoin weiterhin wie auch in letzter Zeit der globalen Geldmenge genauso folgt, müssen wir uns auf ungefähr 150.000 Dollar einstellen. Das passt sehr gut zu meinem persönlichen Base Case von knapp 130.000 Dollar im aktuellen Cycle und ich wünsche uns allen natürlich, dass wir sogar die 150.000 sehen. Langfristig gesehen stehen alle Zeichen sowieso sehr positiv. Viele können sich nicht vorstellen, dass Bitcoin irgendwann einmal Gold als wertvollstes Asset ablösen wird. Umso interessanter ist das Chart von River Financial, das uns zeigt, dass mittlerweile mehr Amerikaner Bitcoin als Gold besitzen. Wir sehen auch, dass sich immer mehr Unternehmen aus so gut wie allen Branchen positionieren und Bitcoin kaufen. Die Adoptionsrate stieg innerhalb eines Jahres um 154%. Passend dazu schauen wir auf das Update der sogenannten Banana Zone, also der Zone im Cycle, in der alles explosionsartig ansteigt. Ich weiß, dass viele vom sogenannten Supercycle sprechen, also dass wir den 4-Jahres-Zyklus gebrochen haben und in einen mehrjährigen Bullrun übergehen. Auch wenn wir uns das natürlich alle wünschen, ist der Halving-Zyklus aber nach wie vor intakt. Die Korrektur seit Januar bzw. Februar haben wir gesehen, diese haben wir hier durch das rote Quadrat markiert und bewegen uns durch einen wirklich perfekten Zyklus. Alle Daten deuten darauf hin, dass wir noch einiges an Luft nach oben sehen werden, dann bis zu einer zweiten und somit letzten Korrektur kommen, diese sehen wir dann hier. Und genau hier sprechen wir nun über Gewinnmitnahmen. Du wirst das Top nicht perfekt timen. Typischerweise möchtest du Gewinne mitnehmen, wenn du das Gefühl hast, es ist eigentlich noch etwas zu früh. Sobald also solche Gedanken kommen wie, wenn ich jetzt noch einmal verdopple, dann gehe ich raus, dann ist das meistens der Zeitpunkt, an dem du früher Risiko rausnehmen möchtest, als dir eigentlich lieb ist. Meiner Meinung nach sind wir noch nicht an diesem Punkt. Ganz persönlich plane ich genau in dieser Phase, die wir sehr wahrscheinlich im 3. Quartal sehen werden, Gewinne mitzunehmen. Sobald das passiert, werde ich das natürlich transparent mit euch teilen. Und dass der Cycle nach wie vor intakt ist, sehen wir auch hier sehr gut. Wir haben hier unten die unterteilten Phasen mit anschließendem Übergang in den Bärenmarkt ab 2026 und ein Top im Oktober 2025. Hier muss aber auch gesagt sein, sehr eindeutig werden wir das Top nicht sehen und dadurch, dass wir einige Monate an Zeit durch das ganze Hin und Her mit den Zöllen der USA verloren haben, kann es auch sehr gut sein, dass sich der Zyklus bis Anfang 2026 zieht und das ist der Grund, weshalb ich vorab Gewinne mitnehmen werde. Einfach deshalb, weil niemand das Top perfekt voraussehen wird. Wir können nur anhand von Daten arbeiten, was bisher seit Ende 2022 wirklich sehr gut funktioniert hat. Ich glaube sowieso, dass die Halvings langfristig gesehen nicht mehr so großen Einfluss haben werden und dass der aktuelle Zyklus hauptsächlich durch die ETFs und deren Liquidität getragen wird. Da dieser Kanal mittlerweile viele neue Abonnenten gewonnen hat, worüber ich mich sehr freue, vielen Dank an der Stelle, einmal eine kurze Zusammenfassung zum Pi-Cycle Top. Wenn der 111-tägige Daily Moving Average, somit die orangene Linie, das Zweifache des 350-tägigen Daily Moving Average und damit die grüne Linie überschreitet, ist das ein sehr starker Indikator für ein Top oder eine Überhitzung im Markt. Das Pi-Cycle Top ist bisher nie zu 100% genau gewesen, aber zumindest immer äußerst nah dran gewesen. Zum Beispiel hier zuletzt in 2021. Da hatte es zum ersten Mal im April 2021 angeschlagen und ein Top im Markt bei knappen 60.000 Dollar angezeigt. Wenn wir kurz auf das Bitcoin-Chart gehen, also ungefähr hier im April 2021. Das tatsächliche Top sahen wir dann im November 2021 bei gerundet 66.000 Dollar. Rückblickend betrachtet hättest du sehr gut performt, wenn du bei 60.000 ausgestiegen wärst, weil das tatsächliche Top bei nur 6.000 Dollar mehr und somit 66.000 eintrat. Wenn wir da aktuell drauf schauen, sind wir nach wie vor weit von einem Top im Markt entfernt. Selbst wenn wir etwas reinzoomen und auf den Januar 2025 gehen, als wir das bisherige All-Time-High von knapp 110.000 Dollar hatten, erkennen wir, dass sich beide Indikatoren nach wie vor nicht berührt haben. Wenn das Pi-Cycle Top wieder so gut funktioniert wie zuletzt, dann ist das ein weiterer Grund für viel Luft nach oben. Bevor wir gleich über die Altcoin-Season sprechen, geht der Blick auf den MVRV, einer der wichtigsten On-Chain-Datenpunkte überhaupt, um das Marktumfeld einzuschätzen. Bisher sahen wir die absoluten Tops im Markt immer dann, wenn der MVRV hier rechts bei ungefähr 6 lag. Dann war Bitcoin sozusagen überbewertet und heiß gelaufen. Und genau dann sahen wir die Hochpunkte. In 2021 waren wir im Februar bei einem Score von 7, wie hier zu sehen. Das Pi-Cycle Top, das wir uns eben ansahen, markierte das Top passenderweise im April 2021. Wir hatten also zwei der wichtigsten Indikatoren, die in kurzen Zeitabständen angeschlagen haben. Aktuell sehen wir hier noch nichts Wildes. Selbst als Bitcoin bei fast 110.000 Dollar im Januar war, waren wir nur bei ungefähr 2,5. Sich nur auf den MVRV zu verlassen ist etwas gefährlich, aber nach einem
Top zu schreien, bevor wir überhaupt an der Marke von 4 gekratzt haben, ist übertrieben. Daher allen Daten zufolge kein Top im Markt in Sicht, bevor wir nicht mindestens über 4 sind, also auch hier weiterhin extrem positiv für uns. Wir können über keine Altcoin-Season sprechen, wenn wir nicht über Dominanz sprechen. Wir sahen erst jetzt im April einen Höchstwert von knapp 65% und damit einen der höchsten Werte der jüngeren Vergangenheit überhaupt. Wenn wir von Altcoin-Season sprechen, dann sprechen wir wirklich von der Phase, in denen deine Altcoins von einer Woche auf die nächste vervierfachen, verzehnfachen und so weiter. Und das ist auch generell das, was die Leute meinen, wenn sie von Altcoin-Season sprechen. Und hier habe ich heute eine gute und eine schlechte Nachricht. Wir fangen mit der schlechten an. Solange die Bitcoin-Dominanz nicht abnimmt, keine Altcoin-Season. Im letzten Cycle waren wir im Dezember 2020 bei fast 71% Bitcoin-Dominanz. Wenn wir uns den Altcoin-Index anschauen, also genau hier unten, absolute Bitcoin-Season. Erst als wir hier diesen Rückgang ab Januar 2021 in der Bitcoin-Dominanz sahen, konnten wir dabei zuschauen, wie wir uns immer mehr in die Altcoin-Season bewegt haben, und da hatten wir dann in 2021 bis in den Mai hinein diese extremen Anstiege in den Altcoins. Also zumindest aktuell die schlechte Nachricht, noch ist nichts von einer Altcoin-Season zu sehen. Die gute Nachricht, in meinen Augen sehen wir gerade die Anfänge einer neuen. Denn wir konnten in den letzten Tagen beobachten, wie sich der Index langsam aber sicher wieder in Richtung Altcoin-Season bewegt. Wenn wir uns die Bitcoin-Dominanz auf 30 Tage ansehen, haben wir nämlich einen ersten Rückgang in der Dominanz und sind von über 65% nun runter auf 62%. Im Altcoin-Index sehen wir hier wieder einen ersten Ausbruch nach oben. Bedeutet, ich bin mir sehr sicher, dass wir mindestens noch eine wirklich saftige Altcoin-Season wie zuletzt im Dezember 2024 sehen werden, und die Zeichen, dass sich diese für die nächsten Wochen abzeichnet, stehen sehr gut. Daher sind die nächsten 90 Tage auch so wichtig. Und wir haben noch einen weiteren Anhaltspunkt, der sehr positiv ist. Über die letzten 30 Tage hat Ethereum Bitcoin outperformed. Über die letzten 7 Tage ganz genauso. Tendenziell markiert ein Ausbruch von Ethereum oftmals eine Art Kick-Off einer Altcoin-Season. Solana ist aktuell nur noch 50% vom vorherigen All-Time-High, das wir im Januar bei $261 gesehen haben, entfernt, und Ethereum nur knappe 50%. Wir hatten gesehen, wie schnell sich der Markt in kürzester Zeit erholt hat, und wir wissen, wie schnell 30%ige Anstiege oder mehr einfach funktionieren können. Kurz angedeutet hatte ich es bereits. Für mich hat der Cycle wirklich sehr gut funktioniert, und auch all meine Käufe sind mittlerweile über der Haltedauer und damit steuerfrei. Ich hatte in 2022 neben natürlich mehr Bitcoin damit begonnen, Solana und Ethereum zu stacken. Habe beides immer wieder auch noch in 2023 nachgekauft. Der Großteil meiner Allokation, was Altcoins betrifft, steckt in Solana, und mein generell letzter Kauf war im Februar 2024. Gewinnmitnahmen einmal am Beispiel von Solana. Ich bin mir sehr sicher, dass wir Solana in Richtung $300 sehen werden, und hier sind wir nun beim Thema Emotionen. Emotionen sind der größte Stolperstein, den wir in den Griff bekommen müssen. Nur weil ich der Meinung bin, dass Solana auf $300 steigen wird, vielleicht sogar höher, heißt das nicht, dass ich erst dann Gewinne mitnehmen werde. Ich werde bei 260, 270 oder auch bei $280 vielleicht 10 bis 15% verkaufen. Wenn wir über die 300er Marke gehen, dann wieder erneut. Es hat sich meistens sehr ausgezahlt, damit zu beginnen, Gewinne auf dem Weg nach oben mitzunehmen, nicht zu versuchen, einen Top zu timen, und genau deshalb ist es so wichtig, im Bärenmarkt zu guten Einstiegskursen zuzugreifen. Meine ersten Einstiege in Solana in 2022 waren bei $16. Die eigenen Emotionen im Griff zu haben, wird in den nächsten Wochen und Monaten absolut key sein und vor allem langfristig darüber entscheiden, ob du erfolgreich im Kryptosektor bist oder nicht. Und genau deshalb hoffe ich, dass viele im aktuellen Cycle einfach sehr viele Learnings hatten. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir so einige eurer persönlichen in die Kommentare schreibt. Ich lese alle Kommentare und freue mich immer sehr, mit euch zu sprechen. Bitcoin werde ich natürlich nicht verkaufen, und meiner Meinung nach sind Gewinne aus Altcoins sowieso dafür da, um mit diesen im Bärenmarkt mehr Pulver zu haben, um mehr Bitcoin zu stacken. Letztes Thema für heute und ein wichtiger Reminder. Mehr als 50% aller Kryptowährungen, die jemals entstanden sind, sind tot. Also wirklich tot. So gut wie gar keine Bewegung und Liquidität mehr übrig. Wer Coins im Portfolio hat, die zum aktuellen Zeitpunkt, an dem wir uns befinden, immer noch mit mehr als 70 oder 80% von ihrem vorherigen All-Time-High entfernt sind, werden in den meisten Fällen nie wieder zurückkommen. Der aktuelle Cycle und speziell die nächsten Monate bieten die Möglichkeit, sich von so einigen Leichen zu trennen. Sei nicht derjenige, der zuletzt hält, nur weil du denkst, wir gehen höher. Und damit hoffe ich sehr, dass du dich zu allem, was aktuell wichtig ist, abgeholt fühlst. Hoffe weiterhin, du hast verstanden, wie wichtig die nächsten Monate für dein Portfolio werden und dass du emotionslos, faktenbasiert und anhand von Daten arbeitest, denn Hype und Hörensagen
Anlagen bringt dir speziell im Kryptosektor überhaupt nichts. Ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag und freue mich darauf, euch nächste Woche wiederzusehen.